Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Georg van Hall. In meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Aufsichtsrats und damit zugleich als Versammlungsleiter eröffne ich hiermit die ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2021 und begrüße Sie sehr herzlich, auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats und des Vorstands. Herzlich dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand und allen Masterflex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre Leidenschaft, sowie für die konstruktive, vertrauensvolle und erfolgreiche Arbeit im vergangenen Jahr. Als Vorstandsvorsitzender der Masterflex SE begrüße ich Sie auch im Namen meines Vorstandskollegen Marc Becks sehr herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung, die leider erneut nur virtuell stattfinden kann. In dem Bewusstsein, dass es in diesen Tagen Wichtigeres gibt als Umsatz und Ergebnis, ist es dennoch meine Aufgabe, Ihnen heute darüber zu berichten, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben, wo wir stehen und was wir für die Zukunft planen. An dieser Stelle möchte ich den Einsatz, den Spirit und die gute Arbeit des gesamten Masterflex-Teams ausdrücklich hervorheben. Die Effekte unseres Optimierungsprogramms Back to Double Digit lassen sich in konkreten Zahlen ablesen. Wir sind stolz, dass wir trotz der Herausforderungen, die im Jahr 2021 zu bewältigen waren, wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren konnten und alle Unternehmensziele erreicht oder sogar übertroffen haben. Die signifikante Verbesserung der operativen EBIT-Marge auf 7,3% unterstreicht den Erfolg von unserem Programm Back to Double Digit. Dabei ist hervorzuheben, dass bereits 2021 eine zweistellige EBIT-Marge greifbar war. Wir konnten, wie schon angedeutet, aufgrund fehlender Kapazitäten einen einstelligen Millionenbetrag nicht als Umsatz über die Ziellinie für 2021 bringen. Wir haben unsere Margen merklich gesteigert, die Liquidität erhöht und die Nettoverschuldung gesenkt. Wir konnten bei Aufrechterhaltung der Dividendenkontinuität das Konzerneigenkapital auf 45 Millionen Euro steigern. Die Eigenkapitalquote liegt mit knapp 57% auf einem Mehrjahreshoch. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der weiterhin guten Perspektiven wollen wir, wie vorgeschlagen, 12 Cent Dividende je Aktie an unsere Aktionäre ausschütten. Nachhaltigkeit hat sich längst von einem Trend zu einem Grundsatz modernen Denkens und Handelns entwickelt. Wir wollen das Leben der Menschen besser machen. Vorausschauendes Ressourcenmanagement, zukunftsfähige Technologien und Lösungen und die stetige Reduzierung unseres CO2-Fußabdruckes sind dabei unsere wesentlichen Ziele. Ein Gasembargo würde uns nicht hart treffen nach unserer ersten Einschätzung. In Gelsenkirchen generieren wir schon Strom aus einer PV-Anlage. In Spitzenzeiten können wir hier 30% des Strombedarfs an diesem Standort decken. Was sind die wesentlichen Innovationen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 und im laufenden Geschäftsjahr 2022? Erstens die Entwicklung eines neuartigen Embryonentransferkatheters, die Entwicklung eines völlig neuartigen Dentalimplantates mit einer neuen Schlauchserie mit innovativer thermoplastischer Auskleidung. Die Mitarbeiter sollen mit Freude zur Arbeit kommen. Schon lange versorgen wir an den einzelnen Standorten die Mitarbeiter mit kostenlosen Tränken. Wir haben Obstkörbe eingeführt, was sehr gut ankommt. Auch das Jobrad gibt es bei uns. Aber das A und O bleibt die gute Führungs- und Firmenkultur. Insofern mobiles Arbeiten zählt zu unserer Firmenkultur. Und ich schließe damit die ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2021 und wünsche Ihnen nochmals gute Gesundheit bis zu unserem Wiedersehen bei der nächsten Hauptversammlung im nächsten Jahr.